So, hallo, hallo. Heute geht es an die Federgabel, wie man sehen kann. Die werde ich jetzt komplett zerlegen. Alles inspizieren, was es gibt an dem Ding. Ich möchte nämlich die nicht Tauchrohre, diese Hülsen hier, keine Ahnung wie das heißt, Standrohr, was auch immer, diese Aluminiumrohre, die möchte ich neu eloxieren lassen, schwarz. Und auch hier unten das Teil, das möchte ich auch schwarz eloxieren. Und deswegen bauen wir die jetzt komplett auseinander. Gucken mal, wie auch innen drin die ganzen Hülsen sind und die ganzen Führungen. Erneuern das, was notwendig ist. Die Gabel war aber vorher dicht, deswegen bin ich eigentlich ganz gut gestimmt, dass das Ding nicht komplett im Sack ist. Hier war noch keine Schleifspuren und so. Und zusätzlich ist das Schöne, dass ich danach wieder weiß, wie sie zusammengebaut wird, weil ich ja das Demontagevideo habe. Das ist eine Gabel von einer Husqvarna TE 510 1990-91 in diese Richtung. Eine White Power Multi-Adjuster. Stand, glaube ich, hier irgendwo, kann man das ganz leicht noch sehen. Es ist leider verblasst gewesen. Es spielt keine große Rolle. Ballern das Ding jetzt einfach mal auseinander. Dann würde ich sagen, los geht's. Öl, Hitze und Gewalt. Das Einzige, was Schrauben öffnet. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht die Bremsbeläge, dass die nicht voller Öl gehen. Vielleicht mache ich die zuerst raus. Ein bisschen was geht immer. Ich habe rausgefunden, was für eine Gabel das ist, indem ich in eBay Kleinanzeigen einfach geguckt habe, welche Gabel ähnlich aussieht. Bin einfach mal ein paar alte Motocross-Motorräder durch und Enduros und da habe ich die Husqvarna gefunden. Tja. So. Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja nur so ein Bolzen. Also die Bremse funktioniert auch noch einwandfrei. Die tropft nicht, ölt nicht und verliert auch keinen Druck. Das ist alles eigentlich echt in gutem Zustand. So, Bremse ist frei. Grundsätzlich sind die Gabeln auch alle gleich aufgebaut, also die Nachfolgemodelle, deswegen einfach drauf loslegen, ein bisschen schrauben. Ich glaube das schon. Es ist halt leider ein bisschen ausgeblichen hier, das Schwarz, deswegen sieht das nicht so gut aus. Hier kann man es noch ganz leicht erkennen. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Hier steht Multi-Adjuster White Power. Aber egal, jetzt geht es erstmal weiter. Und zwar kommt die Kappe hier oben ab. Die ist dann nur so draufgesetzt. Das war auch, hat lang gedauert, bis ich das kapiert habe. Dann haben wir hier oben direkt einen O-Ring drin. Kleiner O-Ring. So, und dann können wir die ganze Gabel einspannen und hier oben das Teil abschrauben mit der Ratsche. Dann spannen wir das hier vorsichtig ein. Das ganz gemütlich auf. Sieht man schön einfach. Hier ist auch noch eine Bezeichnung drauf von der Gabel. WPK 291 2590, was auch immer das bedeuten soll, keine Ahnung. So, da ist auch kein Druck drauf auf der Gabel. Das merkt man beim Rausschrauben schon. Hier ist wieder ein kleiner O-Ring. Kann man auch gucken, ob der schnell austauschbar ist. Jetzt machen wir hier diesen Gummiring hier ab. Dann ist das ganze Ding entlastet. Kann man jetzt von unten ein bisschen hochschieben. Diese zwei Halbmonde hier entfernen. Zack. Dann sind hier nochmal so zwei Plastikscheiben. Und dann können wir schon die Feder rausholen. Machen das schön langsam. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Öl da drin ist in der Gabel.
Und deswegen versuche ich so wenig Öl wie möglich zu verschwenden oder zu verlieren, damit ich nachher sehen kann, was ich wieder nachfüllen muss. Und es gibt zwar im Internet eine Anleitung, dass man das auffüllen soll bis oberhalb der Löcher in dem Stand, in dem Tauchrohr da, was da auch immer drin ist. Aber ich gucke einfach, wie viel in beiden drin ist und dann teile ich es einfach durch 2 und das passt dann schon. Hier sieht man schon so ein bisschen das Öl. Das sieht sehr durchsichtig aus, sehr flüssig. Also nicht irgendwie vergammelt. Als wäre die Gabel noch sehr unbenutzt. Also es wundert mich jetzt bei dem Alter. Die Gabel ist ja immerhin schon 30 Jahre alt. Auch mal ein bisschen aufpassen bei den Federn. Manchmal sind die hier oben enger gewickelt als unten oder unten enger gewickelt. Also wenn sie progressiv oder degressiv funktionieren. So, dann könnte man schon theoretisch hier diesen Führungsring innen drin rausholen. Das ist einfach ein kleiner Plastikring. Sieht sehr durchsichtig aus. Das ist wirklich sehr verwunderlich, als hätte die echt einen Service noch bekommen vorher oder so. So, als nächstes hier unten die Schraube lösen. Und dann können wir den Dämpfer rausziehen. Oder das mittlere Teil, sage ich mal. Noch auslaufen lassen. Ja, dann ist es festgeklemmt. Jetzt ist Licht an, jetzt sieht man es besser. Hier ist der Clip. Den müssen wir einfach noch rausholen. Und dann können wir den Dichtring rausholen, den Simmerring, mit dem Rohr selbst auch. Also ich hole den jetzt mal raus. Und draußen ist der Ring. Jetzt kann ich das nochmal zeigen. Kann hier sehen, an der einen Seite ist er etwas schräger und dann kann man den hier schön raushebeln. So, und jetzt kann man die ganze Gabel einfach ein bisschen Gewalt auseinanderziehen. Hello. Nämlich perfekt, dass das hier oben bricht eigentlich. So, ab ist es. Dann kommt jetzt der Ring runter. Also ich glaube, die hat einen Service, die sieht echt viel zu geil aus, diese Gabel. Dann gibt es hier diesen Ring. Sowas ist nicht schlimm, wenn es kaputt geht, kann ich ja nachdrehen. Dann kommt nochmal hier dieses aufgepetzte Ding hier. Ja, Dreck ist schon dran, aber okay. Und dann ist hier noch was drüber. Ja, da ist noch so eine konische Scheibe. Und dann der Ding im Simmerring. Und dann geht es jetzt an das untere Teil hier. Dadurch, dass ich jetzt alles raus habe, kann ich auch hier dieses Einstellventil rausholen. Muss man einfach nur ein bisschen drauf drücken. Dann fluppt das nach unten durch. Da kann man einstellen, ich glaube Zug und Druck und weiß ich was. Unten und oben kann man ja was einstellen. Und hier sieht man dann, wie das funktioniert. Das sind die kleinen Kügelchen. Das dreht sich weiter. Und von hier geht das Öl dann hier rüber auf dieses Ding. Und je weiter man es dreht, je länger wird der Weg. Also haben wir da quasi mehr Widerstand in dem ganzen System. Hier drin sind nämlich 2 Bohrungen. Wo sind sie? Also hier sind auf jeden Fall 2 Bohrungen drin, dann läuft das so außen rum. So, und jetzt müssen wir noch das Teil hier unten abmachen. Hier ist ein Gewinde drin, also das Rohr ist mit dem Ding verschraubt. Das muss man ordentlich heiß machen und dann das Rohr rausdrehen. Und dafür habe ich mir so ein spezielles Ausdrehwerkzeug gebaut. Hier ein altes, das ist auch ein altes Tauchrohr von der Gabel, von der BMW, die ich abgeschnitten hatte mal. Das habe ich auf Maß gedreht, dass es genau da reinpasst. Und hier oben habe ich einfach einen alten Sechskant abgesägt und drauf gebrutzelt. Das kann ich jetzt hier genau positionieren. Das Lustige ist, diese Löcher hier sind nicht reihum, die sind nicht symmetrisch, sondern die haben ein bestimmtes Muster. Also der passt auch nur der Adapter an einer Position drauf. Und wenn ich den jetzt hier so drauf habe,
kann ich dann hier die Schrauben durchstecken und dann kann ich da mit der großen Ratsche ansetzen und das ganze Ding durchdrehen. Also hinten spanne ich es ein und hier drehe ich es dann lose. Also mache ich das jetzt mal heiß hier. So, dann wird der Spaß eingespannt. Wow. Das ist so das Nervigste, was es gibt, wenn diese scheiß Backen runterfallen. Ordentlich festmachen, nicht zu fest machen. Weil da unten sammelt sich gerne mal der Schlamm, der ganze Ölschlamm und Dreck, weiß ich was. Das kriegt man da echt schwer raus. Und da ist auch noch ein O-Ring drin, den kann man dann auch austauschen. Das ist halt immer schön eingeklebt, das ganze Ding. Upsi. Man sieht hier den ganzen Kleber noch. Da ist ein bisschen Dreck. Sieht man auch den Dreck. Und da unten ist noch der O-Ring drin. Darf man beim Zusammenbauen natürlich nicht vergessen. Schön. Jetzt mache ich noch die paar anderen Teile raus, dann kann das auch zum Eloxieren und vorher wird es natürlich noch schön sauber gemacht. Ah, hier sind noch die Löcher übrigens da, wo man das mit dem Dämpfungsgrad einstellen kann. Tja, dann wäre alles soweit auseinander. Ich mache jetzt alles sauber, bringe hier die Teile zum Eloxieren, das dauert leider ein bisschen. Und danach wird die Gabel, ja hier, das werde ich alles so ein bisschen glatt feilen, auch ausbessern. Und dann wird alles eloxiert und danach gucke ich, welche Teile ich ersetzen muss und kann und soll und werde und darf. Wenn sie jetzt offen ist, die Gabel, mache ich das natürlich und dann werde ich sie wieder schön zusammenbauen. Ich informiere mich noch, welches Gabelöl drin war, W5, 10 oder 15. Und hier ist drin, blablabla, wo haben wir da hier? Milliliter Angabe, wir haben jetzt hier 1500 Milliliter und da haben wir noch ein bisschen Rest und im anderen hatten wir auch Rest. Hier müssen wir jetzt entscheiden, ob es 1500 waren oder 1050 oder 1100 waren. Und teilen wir es auf. Also in der einen Anleitung habe ich gesehen, dass man es bis hierhin auffüllen soll. Aber ich rufe notfalls White Power nochmal an. Ja, also im nächsten Video werde ich die Gabel dann wieder zusammenbauen.